Ahoi, liebe Kreuzfahrtfreunde! Wer von uns würde nicht davon träumen, wenn er auf einem vollen Pooldeck liegt, sein Kreuzfahrtschiff mal eine Zeit lang ganz für sich alleine zu haben? Das geht tatsächlich. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie das funktioniert. Es ist einfacher, als ihr euch das jetzt vielleicht gerade vorstellt. Das Ganze ist auch keine Eintagsfliege, denn wir haben so etwas mittlerweile auf 5 Schiffen erlebt. Unter anderem einmal auf einem Schiff von Norwegian Cruise Line, ein weiteres Mal auf der MSC Euribia. Und hier seht ihr gerade die Spectrum of the Seas von Royal Caribbean Cruise Line. Auf der hat es noch am besten funktioniert. Es gibt wirklich nicht viel Schöneres, als während einer Kreuzfahrt sein Schiff mal einige Stunden für sich ganz alleine zu haben. Ihr seht in diesem Video zwar zwischendurch auch immer wieder mal den einen oder anderen Menschen, aber alle Leute, die ihr im Video seht, gehörten zur Crew. Mit Ausnahme von uns dreien natürlich. Es war echt einfach nur fantastisch, ein solch großes Kreuzfahrtschiff mal wirklich in aller Ruhe genießen zu können. Und wie ihr hier sehen könnt, hatten wir dabei jede Menge Spaß. Gedränge im Whirlpool gab es in diesen Stunden natürlich überhaupt nicht. Das könnt ihr selbst aber auch ganz genau so erleben. Am besten funktioniert das noch auf den amerikanischen Schiffen. Und das hat einen einfachen Grund. Viele dieser Schiffe bieten keinen sogenannten Early Check-in an. Bei Reedereien, die ein ganz frühes An-Bord-Gehen ermöglichen, wird das etwas problematischer. Denn hier habt ihr dann bestenfalls noch eine Stunde für euch alleine an Bord. Die Poolbar hatte für uns natürlich auch geöffnet. Und das haben wir natürlich auch oft genug ausgenutzt. Es war einfach nur herrlich. Die Spectrum of the Seas verfügt gleich mal über 2 Indoor-Pools. Und der zweite am Heck ist noch wesentlich schöner als der, den ihr hier gerade seht. Also machten wir uns mal auf den Weg zum Heck des Schiffes. Hier war dann allerdings tote Hose. Die Poolbar war geschlossen und der Indoor-Pool war zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt. Damit ihr uns das alles auch glaubt, hier dann mal ein kurzer Ausschnitt von unserer Orient-Kreuzfahrt auf der MSC Euribia. Denn auch dabei hatten wir den Indoor-Pool für 3 Stunden mal ganz für uns alleine. Und auch das haben wir wirklich mehr als nur genossen. Auf der Euribia war dann allerdings leider der große Pool noch geschlossen. Aber der Indoor-Pool reichte uns vollkommen aus. So, während wir jetzt mit euch mal über das Pooldeck des Spectrum of the Seas spazieren gehen, damit ihr euch davon überzeugen könnt, dass wirklich kein anderer Gast an Bord war, erklären wir euch auch, wie wir das Ganze bewerkstelligt hatten. Optimal sind Kurzkreuzfahrten mit 3 oder 4 Übernachtungen an Bord. Sowas findet man auf amerikanischen Kreuzfahrtschiffen ja unglaublich häufig. Aber mittlerweile bieten auch AIDA und TUI Cruises sogenannte Kurzkreuzfahrten an. Ihr bucht jetzt einfach 2 solcher Kurzkreuzfahrten hintereinander und möglichst natürlich in derselben Kabine, denn sonst müsstet ihr zwischendurch umziehen. Am letzten Tag der ersten Kurzkreuzfahrt, wenn also alle anderen Passagiere schon von Bord gegangen sind, habt ihr dann euer Schiff weitgehend ganz für euch alleine. Und zwar bis die ersten neuen Gäste an Bord kommen. Ihr achtet bei der Buchung dieser beiden Kreuzfahrten jetzt einfach darauf, wann bei der zweiten Kreuzfahrt die Gäste frühestens an Bord dürfen und wann die Gäste der ersten Kreuzfahrt spätestens von Bord sein müssen. Die Zeit dazwischen habt ihr definitiv das Schiff fast ganz für euch alleine. Und wenn kein anderer auf diese Idee gekommen ist, habt ihr es tatsächlich für euch alleine. Dann wird ein Kreuzfahrttraum tatsächlich Wirklichkeit. Und der Aufwand dafür ist wirklich nicht allzu groß. Wie macht ihr das eigentlich bei euren Kreuzfahrten? Bucht ihr immer nur eine Kreuzfahrt oder habt ihr auch schon mal 2 Kreuzfahrten auf demselben Schiff hintereinander gebucht? Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentarzeile. Wir sind nämlich schon ziemlich gespannt, wie ihr das so handhabt.
Und welches sind eure Lieblingsschiffe? Sind es die Kusmund-Schiffe von AIDA, die Schiffe von TUI Cruises, von MSC oder vielleicht doch von Royal Caribbean Cruise Line? Lasst uns das einfach wissen. Während wir hier gerade über das menschenleere Sonnendeck schlendern, seht ihr im Hintergrund die Skyline von Singapur. Wir waren mittlerweile doch schon einige Male in dieser quirligen asiatischen Metropole und kennen uns da ganz gut aus. Auf unserem Kanal findet ihr einige Videos über Landausflüge in Singapur, die sich wirklich lohnen. Und einen Link dafür blenden wir euch hier oben gerade mal in den Bildschirm ein. Schaut es euch gerne mal an, auch dann, wenn ihr im Moment gerade keine Tour nach Singapur geplant habt. Denn es lohnt sich garantiert. Hongkong und Vietnam findet ihr bei uns natürlich auch. Wenn euch unser Video gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr uns dafür einen Daumen hoch dalassen würdet. Und wenn ihr eben mehr Videos, nicht nur über Kreuzfahrten, Kreuzfahrtschiffe und Landausflüge sehen wollt, sondern von den Traumzielen dieser Welt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Also, ihr habt's ja gerade selbst gesehen. Weder auf dem Pooldeck noch auf dem Sonnendeck waren irgendwelche anderen Gäste unterwegs. Und jetzt nehmen wir euch noch ein Stück weit mit durch das Atrium des Schiffes, damit ihr seht, dass auch hier absolut kein Gast zu finden war. Das Atrium auf der Spectrum of the Seas ist schon echt gigantisch. Aber mittlerweile erwartet man auf den moderneren amerikanischen Kreuzfahrtschiffen ja eigentlich auch schon gar nichts anderes mehr. Ein solch dermaßen leeres Kreuzfahrtschiff kann man natürlich nur in einem Hafen miterleben. Aber während das Schiff in einem Hafen liegt, sind natürlich alle Geschäfte an Bord geschlossen. Also einkaufen in aller Ruhe ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. War jemand von euch schon mal auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff unterwegs? Falls ja, schreibt uns das einfach mal in die Kommentarzeile und schreibt uns am besten gleich noch dazu, auf welchem Schiff ihr wart. Und ihr solltet dann auch nicht vergessen, uns zu schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Für uns war die Spectrum of the Seas, auch wenn sie überwiegend für den asiatischen Markt konzipiert ist, ein recht schönes Schiff. Und wir würden jederzeit wieder mit der Spectrum of the Seas fahren. Das gilt mittlerweile aber auch für ganz viele andere Schiffe. Wenn ihr Fragen zu diesem oder einem anderen unserer Videos habt, schreibt sie einfach in die Kommentarzeile. Wir antworten garantiert, darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir dem einen oder anderen von euch bei der Planung seines nächsten Urlaubs bzw. bei der Planung der nächsten Kreuzfahrt ein wenig weiterhelfen können. So, wir sind jetzt vom Bug aus fast am Heck, sprich am Theater angekommen. Und habt ihr außer Crewmitgliedern noch andere Menschen gesehen? Auch im Casino war es zu diesem Zeitpunkt natürlich komplett leer. Wenn ihr mehr Videos über Kreuzfahrten sehen wollt, einfach das Vorschaubild im Abspann anklicken. In unserer Playlist findet ihr mittlerweile über 100 Videos von Kreuzfahrten.